der AG Professionelle Kinesiologie darf ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass so viele Interessenten hier sind und ganz besonders bedanken wir uns beim Herrn Herrdegen, der ist der Leiter von der Firma Fahnenwertner, und er war so nett und hat für uns viele, viele tolle Flyer gedruckt, und wir sehen, das ist das Resümee, es sind sehr viele dieser Einladung gefolgt. Herzlichen Dank, wir freuen uns sehr. Was ist eigentlich die AG Professionelle Kinesiologie? Wir haben diese AG erst vor kurzem gegründet. Wir sind eine Gruppe von Kinesiologinnen, und zwar lauter Kinesiologinnen mit fundierten viersemestrigen Ausbildungen und einigen Zusatzausbildungen. Es ist uns sehr wichtig, im Rahmen dieser AG die Kinesiologie zu verbreiten, seriös und auf hoher Qualität zu arbeiten und uns auch gegenseitig auszutauschen. Und heute freuen wir uns alle ganz besonders, dass wir Hugo Dobar vorstellen dürfen. Hugo Dobar kommt aus Australien und er ist nicht gerade zufällig hier in Niedernsill, sondern er unterrichtet in der Ausbildung Gesundheitskinesiologie mehrere Module, und somit haben wir die Möglichkeit, ihn alle heute bei einem Vortrag zu genießen. Hugo Dobar ist einer der weltweit führenden Entwickler neuester kinesiologischer Methoden. Er fasziniert uns immer wieder, denn einerseits hat er ein unglaubliches Wissen in Anatomie, Physiologie, Biochemie, das ist ein Spezialgebiet, das erleben wir im Moment. Und außerdem hat er einen sogenannten sechsten Sinn, der wahrscheinlich wichtig ist, um solch tolle Dinge entwickeln zu können. Übersetzen wird die Frau Magister Alexandra Kasperl. Sie ist Psychologin, Kinesiologin und Partnerin von Hugo Dobar, und wir kennen sie schon und wir wissen, dass sie das besonders gut macht. Und somit wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend und dass Sie sehr viel Information mit nach Hause nehmen können und vor allem nie in eine Stresssituation in Zukunft mehr kommen. Okay. Well, thank you, Astrid, for inviting me here tonight. Erstmal danke an Astrid für die Einladung heute Abend. And I'd like to thank you all for coming and showing interest in what we do in kinesiology. Und natürlich möchte ich mich bei euch allen bedanken und auch für euch Interesse an der Kinesiologie. And tonight we're going to have a look at stress and the effects that it can have on our psyche and our health. Und heute Abend betrachten wir eben näher das Thema Stress und die Auswirkungen auf Psyche und Gesundheit. Okay. And I'm going to present a model of how I understand this works and affects us. Und ich werde heute Abend jetzt einfach ein Modell präsentieren, wie eben Stress uns beeinflussen kann. And how we can work with this with kinesiology. Und wie wir auf einem kinesiologischen Wege mit diesem Stress umgehen können und wie wir mit dem Stress arbeiten können. And why kinesiology works. Und warum überhaupt Kinesiologie jetzt funktioniert. Because one thing you can say about it is maybe it's some nice ideas, but the fact is it gets results all over the world. There are people training and using these methods and getting very good results with them. Und eines kann man ja der Kinesiologie nachsagen: Auf der ganzen Welt, wo eben Kinesiologie eingesetzt wird, gibt es überall sehr, sehr gute Erfolge mit Kinesiologie in den verschiedensten Bereichen. Okay, so first I want to look at a holistic structure of human beings.
Als erstes möchte er jetzt näher mal beleuchten eine holistische Struktur des Menschen. And I'll look at it in the form of a triangle. Und er will das jetzt einfach mal in Form eines Dreiecks darstellen. Because I like them and they're nice. Einfach weil er Dreiecke schön findet, dass sie schön aussehen. Okay, so the first point on our triangle is our energy structures. Und der erste Punkt jetzt bei unserem Dreieck stellt eben die Energiestruktur dar, unsere Energiestruktur. And this sometimes is the most controversial part of what we do with kinesiology. Und das ist vielleicht auch gleich der am kontrovers diskutierteste Teil an der Kinesiologie, der so diskutiert wird. But the fact is, in traditional Chinese medicine, acupuncture has been used very successfully for thousands of years. Aber wie wir ja wissen, ist gerade in der chinesischen Medizin, dass die Akupunktur eigentlich sehr erfolgreich eingesetzt wird und auch schon über Tausende von Jahren eingesetzt wird. And in India as well, the systems of yoga and Ayurvedic medicine have been used again for thousands of years. Aber auch in Indien zum Beispiel, nicht nur in China, wird Yoga praktiziert oder ayurvedische Medizin über Jahrhunderte. And these are based on these principles. Und das alles sind eben ist die Basis oder stellt die Basis dar für diese Prinzipien. Okay, so the next corner of our triangle So das nächste Eck unseres Dreiecks, is our anatomy and physiology. da geht es natürlich um die Anatomie und Physiologie. Okay, so if we all look around, we can see a lot of anatomical structures around the room. Und wenn wir uns jetzt alle so umschauen, kann ja jeder von euch einige Strukturen in dem Raum entdecken, physiologische Strukturen. And we can imagine if we could see inside of each other's bodies, we'd see all these bones and muscles and Und wenn wir jetzt da veins. eben in die ganzen Körper schauen könnten, dann würden wir ganz schön viele Muskeln, Knochen, Sehnen, Bänder sehen. Nerves, Nerven. okay? And all of these make up of the physical structure that we are, our anatomy. Und die Gesamtheit macht dann eben unsere physische Struktur aus. Now as I stand here, Und wie ich da jetzt eben so stehe, it looks like I'm standing, well, pretty still. und es schaut so aus, als wenn ich jetzt ziemlich still hier da stehen würde. And all of you are sitting, well, sort of kind of still, relatively. Und wenn ich euch so anschaue, dann sitzt ihr auch relativ still, so auf einem Stuhl. But as I'm standing here, my muscles in my body are keeping me standing straight. Aber wie ich da jetzt eben so stehe, sind es eben die Muskeln, die mich so unterstützen und meinen Körper aktuell aufrecht halten. So as I'm standing here, all the nerves in my body are sending impulses all over the place, keeping my muscles in the correct position so I can stand straight. Und das passiert eben durch die Nerven. Die Nerven, die viele Nervenimpulse und so weiterleiten und meinen Muskeln den Impuls geben, jetzt die Anspannung darzustellen, um aufrecht stehen zu können. Und das macht mich dann eben so, dass ich hier vor euch stehen kann. And as I'm breathing, my lungs are bringing in oxygen that gets transported all over the body so my cells can produce the energy necessary to operate. Und wenn ich jetzt atme, während ich so da stehe, sind eben die Lungen auch aktiv und produzieren und atmen all diesen Sauerstoff, den ich brauche, eben um weiter hier stehen zu können und atmen zu können. Okay? And my heart is pumping blood everywhere, and the blood is pumping all the nutrients and oxygen everywhere that my cells need to operate. Und mein Herz natürlich schlägt und pumpt das Blut überall hin, um dann wieder die ganzen Nährstoffe und so weiter den Zellen zuzukommen lassen, die wir aktuell brauchen, um funktionstüchtig zu bleiben in meinem Körper. And so all of our physical structures have a function. Also, was schließen wir daraus? Alle unsere physischen Strukturen haben ja eine Funktion. And this is our physiology. Und das nennen wir eben Physiologie. Das ist unsere Physiologie. Okay? And so the next point of our triangle Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt unseres Dreiecks. is our psychological makeup. Und das ist eben die Psychologie. Now, no one around here walks through the whole day like this. How are you? How are you? Und keiner jetzt von euch erinnern bewegt sich durch den Raum oder
verhält sich den ganzen Tag so, hallo, wie geht es euch? We are full of emotions. Natürlich sind wir voll Emotionen. Sometimes we laugh. Manchmal lachen wir, Sometimes we cry. manchmal weinen wir Sometimes we get mad at people. und manchmal werden wir einfach zornig auf andere. Sometimes we get scared. Manchmal sind wir ängstlich. Now, these reactions have been developed over a long period of time because when we used to live in the jungle as jungle creatures, they kept us alive. Und diese ganzen Reaktionen, diese psychologischen Reaktionen, die haben sich schon vor Jahrhunderten entwickelt, weil die waren ja die Ursache, wie wir überhaupt überlebt haben im Dschungel. Okay, but today we're not really. How many people here live in the jungle? Also heute, wie viele Leute sind jetzt unter uns, die jetzt aktuell im Dschungel leben? Oh, here it's the wild, isn't it? Oder hier nennt man das ja Wald, oder? No, we live in cities. Nein, aber wir leben eben in Städten, Nice houses. in netten Häusern And we live in communities. und wir leben in Gemeinschaften. And so we have all these psychological things going on in our life. Und so haben wir eben diese ganzen psychologischen Faktoren, die dann auf unser Leben Einfluss nehmen. You know, all these thoughts, Diese Gedanken zum Beispiel. okay, and emotions. And this is Und all Emotionen. part of who we are. Und das Ganze macht uns eben zu dem, was wir wirklich sind. And so this is a model that I developed that explains, like, I call it a holistic structure of who we are. Und das ist jetzt einfach so ein holistisches Modell, das einfach erklären soll, was uns jetzt ausmacht. Okay. So just an example of the energetics. Und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel für den energetischen Teil. And these are the meridians of acupuncture with acupoints that are used in Chinese medicine. Und das hier zeigt jetzt ein Bild von Meridianen im Kopfbereich mit Akupunkturpunkten und Meridianen eben, wie sie schon in der chinesischen Medizin benutzt werden. And in kinesiology, in the very first courses of kinesiology, we learn how we can work with meridians to balance the, either our structure or our psychology. Und schon in den ganz anfänglichen Kinesiologiekursen, so in den ersten Kinesiologiekursen wird schon unterrichtet, wie man jetzt anhand der Meridiane unser Energiesystem wieder ausgleichen kann, balancieren kann. Unsere energetische Struktur. Okay, so the topic today is stress, so let's have a look at stress. And so Und nachdem wir unser Thema heute eben, es geht ja um Stress, also lasst uns mal den Stress näher betrachten. So we have three stages of stress, is the generally accepted model of stress. Und wir haben dazu das generell akzeptierte Modell von Stress, und zwar gibt es eben 3 Stressstadien. And so the first stage Und sozusagen das erste Stadium is fight flight. ist Kampf-Flucht. And so this is like, okay, there's some kind of danger. Und okay, da haben wir das erste jetzt irgendeine Art von Gefahr, die uns umgibt. So we either run away Und da gibt es jetzt für uns 2 Möglichkeiten. Entweder wir flüchten, wir laufen davon, or we fight. oder wir kämpfen. Okay? Survival. Und das sichert sozusagen unser Überleben. Da geht es dabei um unseren Überlebenstrieb. And we'll see exactly what that is in a minute. Second stage Wir werden uns das genau in einer Minute nochmal näher betrachten und ansehen. Jetzt haben wir das zweite Stadium. is a state of compensation. Und dabei geht es um Kompensation. So the first stage is also known as short-term stress. This is long-term stress. Das erste Stadium ist auch dieses Kampfflucht, ist auch als Kurzzeitstress bekannt. Und das zweite Stadium, wo es um die Kompensation geht, kennen wir auch unter Langzeitstress. And so, for instance, normally, if we were living in the jungle, there was a stressor like a tiger. We are threatened by a tiger, and then we react with fight and flight. Then the stressor is gone. Und normalerweise, also wenn wir jetzt im Dschungel leben würden,
dann hätten wir jetzt einen kurzen Stressmoment, ein Tiger taucht auf und wir würden dann entweder flüchten oder kämpfen, eher flüchten, und somit wäre der Stress dann auch schon wieder vorbei. But the state of compensation means there's a stressor around for a longer period of time. Und Kompensation, das zweite Stressstadium, meint eben, dass da ein Stress vorhanden ist über eine längere Zeitspanne, nicht nur in einem kurzen Zeitraum. Okay, and so we have to adapt or compensate for this and learn to live with it. Und wir müssen uns dann eben an diesen Stress adaptieren oder auch kompensieren und lernen, damit zu leben. And this can lead, if we do this for too long, it leads to the third stage of stress. Und wenn wir eben diese Kompensationsstrategie zu lange verfolgen, dann kann das eben zum dritten Stressstadium führen. Which is exhaustion. Und das führt dann eben zur Erschöpfung. Okay, so let's have a look Okay, also schauen wir uns das näher an. at the first stage of stress. Das erste Stressstadium. So imagine you're just a happy little person in the wild. Also stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr seid so eine glückliche Person irgendwo im Wald. Okay, and so then what you happen to come across Und dann passiert es, dass ihr vielleicht mal einen tiger. Tiger über den Weg läuft. And then what happens? Und was passiert dann? Fight, flight. Well, in this case it looks like flight. Kampfflucht. Aber in diesem Fall, also in diesem Bild schaut es eher aus, wie wenn dann eben Flucht passieren würde. Okay, and then we have the second stage of stress. Dann kommen wir zum zweiten Stressstadium. Okay, and so this is long-term stress, and so let's have a look at an example of Und this. da geht es um den Langzeitstress. Schauen wir uns da ein Beispiel an. High doses of espresso concentrate is a very typical symptom of this stage. Da gibt es eben eine ganz hohe Dosis an Espresso und Konzentration verabreicht. Okay, and Für let's dieses Stressstadium. have a look at the third stage of Das stress. ist natürlich noch das dritte Stadium. Okay. Exhaustion. Okay, so let's have a look at some of the anatomy and physiology in our body that causes this. Aber lasst uns jetzt einfach mal näher auf die Anatomie und Physiologie unserem Körper eingehen, die diese Stadien sozusagen verursachen oder wie es hergeleitet wird. So, sitting above our kidneys, Und oberhalb unserer Nieren, we have two glands called the adrenal glands. und da haben wir eben zwei Drüsen und das sind die Nebennierendrüsen. Okay? And these adrenal glands send out the messages through our body which causes the stress response within our body. Und diese Nebennierendrüsen, die senden jetzt sozusagen die Information an unseren Körper, dass wir jetzt auf Stress reagieren müssen. And these are hormones, so this is part of the endocrine system. Und das passiert eben durch Hormone, dieses Aussenden der Nebennierendrüsen. Und das ist sozusagen dann Teil unseres endokrinen Systems. Okay. So if we take an adrenal gland and cut through it, we look through Und and das we, ist jetzt eben ein Schnitt, so eine Sektion durch die Nebennierendrüse. and inside it we've got the dotted bit in the middle is the adrenal medulla. Und so in der Mitte, mit den Punkten oder mit diesem Bläschen hier, finden wir das Nebennierenmark. And around it you've got the yellow and the striped and green areas is called the adrenal cortex. Und das Grüne bzw. gestreifte und Gelbe ist die Nebennierenrinde. And both of these areas are involved with the stress response. Und beide in dieser Bereiche haben zu tun mit der Stressreaktion, mit der Stressantwort. Okay.
So the first stage of stress, Und damit wieder das erste Stressstadium. if we have a look from down in the adrenal medulla, you have some cells here that produce the hormones. Und das sind jetzt da unten so Ausschnitte vom Nebennierenmark. Und die produzieren ja wie gesagt Hormone. Okay. So we have the hormone, the adrenals secrete adrenaline. Und das Nebennierenmark, das produziert zum einen Adrenalin And und noradrenaline. Noradrenalin. Okay, so these are the two hormones at the first stage of stress. Und das sind jetzt eben Adrenalin und Noradrenalin, sind zwei Hormone, die beim ersten Stressstadium produziert werden. And everyone's probably had the experience when they've had a fright or got excited of all your adrenaline and you feel all your body gets moving, your heart's beating. Und jeder hat das vielleicht schon mal gefühlt, wie sich das anfühlt, wenn dann unser Nebennierenmark eben Adrenalin und so weiter produziert. Das steuert dann das Herz und das Herz schlägt schneller und fängt an zu pumpen und so weiter und wir sind ganz aufgeregt. So, the adrenals affect all parts of the body. Und so haben wir eben das Adrenalin weite Effekte auf unseren Körper, auf unsere ganzen Körperteile. And this is basically the fight-flight response. Und das ist ja die Kampf-Flucht-Reaktion. So remember, if we were the little fella before with all his hair sticking up, Wenn ihr euch vielleicht noch an diesen kleinen Affen da erinnern könnt, dem die Haare alle zu Berge gestanden sind, then we would be able to run very quickly. dann würde uns eben dieses Adrenalin dazu befähigen, sehr, sehr schnell laufen zu können. It's amazing how fast you can run if your life's in threat. Und es ist eigentlich sehr erstaunlich, wie schnell man eigentlich laufen kann, wenn jetzt dein Leben in Gefahr ist. Okay, and then we've got noradrenaline, Und dann haben wir eben das Noradrenalin. and so this causes the kidneys and the adrenals to work together to raise our blood pressure. Und das Noradrenalin wirkt sich jetzt wieder auf unseren Blutdruck aus. Durch die Produktion eben von Noradrenalin fangen eben Niere und Nebennierenrinde an, eben das zu produzieren und damit steigt dann der Blutdruck. Okay, and so this is what happens when you're in fight-flight. You've got all the speeding up of all the metabolism plus the raising of your blood pressure. Und das ist eben, was passiert auch wieder in Kampf-Flucht-Situationen, einfach der Blutdruck steigt. Okay. So we've got fight Also haben wir jetzt Kampf and flight. und Flucht. Okay, so the second stage of stress. Jetzt kommen wir zum zweiten Stressstadium. So with the first stage, we saw that we had the hormones secreted from the adrenal medulla. This hormone is secreted from the adrenal cortex. Und beim ersten Stressstadium haben wir ja gesehen, dass die Hormone vom Nebennierenmark ausgesendet werden. Und jetzt hier beim zweiten Stressstadium werden die Hormone vom Nebennierenkortex, also von der Nebennierenrinde ausgesendet. Okay. And so the adrenals secrete here mainly the hormone. Und die Nebennierenrinde, die produziert jetzt hauptsächlich hier Cortisol. das Cortisol. Okay. And so cortisol is a hormone that has widespread effects all over the body, including in our DNA. Und dieses Cortisol jetzt wiederum hat ganz weitreichende Effekte auf unseren Körper wieder und das schließt aber jetzt auch unsere DNA mit ein. Because cortisol is a class of hormone that's called a steroid hormone. Und das Cortisol gehört zu den Steroidhormonen, zu der Klasse der Steroidhormone. Okay, and so it can get into the cells and affect directly on the DNA. Und es kann jetzt eben in die Zelle direkt eindringen und eben einen direkten Effekt auf die DNA ausüben. And this changes the way cells function. Und dieses Eindringen des Cortisol und das Verändern der DNA ändert dann die Zellfunktion. Okay. So the effects of cortisol are as follows. It affects the immune system. Und die Effekte von dem Cortisol sind jetzt zum Beispiel Effekte auf das Immunsystem. And
And so when we're under long-term stress, Und wenn wir jetzt eben uns unter Langzeitstress befinden, our immune system gets depressed. wird eben unser Immunsystem unterdrückt. And if our immune system's depressed, this is the part of our body that fights all those nasty little bugs that can get in us. Und wenn jetzt eben aber unser Immunsystem unterdrückt wird, und das Immunsystem ist jetzt das System in unserem Körper, dass ihr jetzt diese Bakterien oder diese ganzen Teile, die wir ja eigentlich bekämpfen wollen oder nicht in unserem Körper haben wollen, bekämpft. And so this means we are more susceptible to diseases. Das heißt, es macht uns dann auch anfälliger für Krankheiten, ein unterdrücktes Immunsystem. And who's had that experience? Because often when you're really stressed out, you might get a cold. Und wer von euch hat jetzt schon mal diese Erfahrungen gehabt? Denn wenn jetzt euer Immunsystem unterdrückt wird, habt ihr vielleicht schon mal schnell eine Erkältung bekommen unter Stress. Okay. And so you get or a flu. Oder Grippe. Yeah. And if that's the case, then has anyone ever had that experience? Hat wer von euch jetzt schon mal so Erfahrungen gemacht unter Stress? Yeah. That's what happens. Is why? Because of the stress. Okay. It affects the nervous system. Und hat auch natürlich Effekte auf das Nervensystem. So this is going to affect the way we think. Das hat dann wieder Effekte auf unser Denken, wie wir denken. Probably more susceptible to emotional outbursts. Und es ist dann eher wahrscheinlich, dass es zu emotionalen Ausbrüchen kommt. Probably can't think very clearly. Oder man kann nicht sehr klar denken. Anyone ever had that experience? Wer von euch schon mal so eine Erfahrung gehabt? And it can affect the nervous system, as we'll see later when I show you like a model of how the whole body is communicating, is central in how our whole body functions. Und das kann jetzt eben auch Effekte haben auf unsere ganze Körperfunktion, die wieder verbunden ist mit dem zentralen Nervensystem. Und darauf wird er später nochmal näher eingehen. It affects our hormonal system or endocrine system. Dann hat es auch Effekte auf unser Hormonsystem oder endokrines System. Who's ever, when they're stressed out, had disruptions in their hormonal system before? Und wer hat schon mal so Störungen gehabt in eurem Hormonsystem, wenn ihr jetzt wirklich unter Stress gestanden seid? And when we think of hormones, we immediately think of reproductive hormones, but there's also many different hormonal systems that are involved with the immune system. Und wenn ihr jetzt so Immunsystem hört, dann denkt ihr vielleicht gleich das erste Mal an die Hormone, die mit unserem Reproduktionssystem zusammenhängen. Aber es gibt noch ganz viele andere Hormone, die produziert werden, natürlich, die zum Beispiel mit unserem Immunsystem im Zusammenhang stehen. Our body's metabolism. Oder unser Metabolismus. So we don't Stoffwechsel. metabolize things properly when Wir haben auch ein Problem im Stoffwechsel, mit unserem Körperstoffwechsel. And there's other widespread effects all over the body through the hormonal system. Und es gibt dann einfach noch ganz viel weitere, weitreichende Effekte über dieses Hormonsystem, die dann Effekte auf unseren Körper haben. It affects our emotional well-being. Und natürlich hat es auch einen Effekt auf unser emotionales Wohlbefinden. Okay, so we might feel unhappy. Vielleicht fühlen wir uns unglücklich. You might be feeling depressed. Oder vielleicht sogar depressiv. Or you could be manic, you know. Oder ihr könnt euch auch zu einer manischen Phase dann befinden. Okay, so it has widespread effects on how we feel. Das hat einfach ganz weitreichende Effekte oder Auswirkungen auf wie wir uns generell fühlen. It affects our energy levels. Und natürlich auch unser Energielevel. So we might feel lethargic. Und vielleicht fühlen wir uns sehr lethargisch. I'm really stressed out, I just haven't got the energy to do anything. Und man hat dann auch so das Gefühl, dass man sagt, man ist so gestresst, ich habe keine Energie für gar nichts. And this can have the following consequences. Und das führt wieder zu weiteren Konsequenzen. ADHD, Attention Deficit Disorder. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADS.
And this is a great diagnosis. It's like diagnosis of the 21st century. Oh, you've got a problem, you've got ADHD. Und das ist wirklich eine super Diagnose, ja? Also Diagnose vom 21. Jahrhundert. Ah, das ist ein Problem, okay, du musst wahrscheinlich eine Aufmerksamkeitsstörung haben. Okay. What it means is you can't focus, you can't concentrate. Und was das jetzt eigentlich meint, ist, du kannst dich schlecht fokussieren, du kannst dich schlecht konzentrieren, einen Fokus auf etwas bringen. Okay. Diabetes. Dann Diabetes. Which is a disruption in our hormone system. Und das ist ja wieder eine Störung in unserem Hormonsystem. And the hormone of insulin, mainly people know about diabetes. This is important to help our body utilise glucose, which we use as an energy source. Und da geht es ja dann bei Diabetes wieder hauptsächlich, das wir zu kennen, um das Hormon Insulin, was ja wieder das Insulin beeinträchtigt oder beeinflusst und sozusagen hilft die Glucose, die wir ja im Körper brauchen, um Energie zu kreieren, umzusetzen. Psychosis. Psychosen. So, well, you know, all different kinds of mental, emotional disturbances. Und alle verschiedenen Möglichkeiten von mentalen Störungen. Burnout. Burnout-Syndrom. And again, low energy levels. Und da finden wir wieder jemand ein niedriges Energielevel. Okay. And lots of other different health problems. Und natürlich viele verschiedene andere gesundheitliche Probleme, die daraus resultieren. So stress can really affect our whole quality of life. So hat eben Stress wirklich einen Einfluss auf unsere Lebensqualität. Okay. Now, so let's have a look at a model of the way we are as human beings. Und das stellt jetzt einfach mir ein weiteres Modell dar, wie wir jetzt uns so darstellen als Mensch. Now, I mentioned before and showed you a picture of some meridians, which is part of our energetic structures. Und vorher habe ich euch ja schon mal ein Bild gezeigt von den Meridianen, die ja einen Teil unserer energetischen Struktur ausmachen. And there's all this knowledge in traditional Chinese medicine. Und da geht's ja, oder es gibt ja so sehr viel Wissen in der traditionellen chinesischen Medizin. And then, of course, in the well developed in the Indian Ayurvedic yogic systems, they work more with the energetic structures called chakras. Und bei den Indern in dem ayurvedischen Yoga-System, die arbeiten wieder mehr mit Chakren als energetische Strukturen, nicht so sehr mit den Meridianen. Okay, and so then this interfaces. Und dieses wiederum hängt zusammen, diese energetische Struktur, with our anatomical structure, mit unserer anatomischen Struktur. which is all our bones and bits and pieces. Und das sind ja wieder unsere Knochen und alle möglichen Teile an uns. Like our muscles. Muskeln. But the interface of this Aber was jetzt diese zwei Systeme eben verbindet, is the nervous system. ist unser Nervensystem. So the nervous system actually has this capacity to interface directly with our energetic structures. Und unser Nervensystem hat jetzt eben die Fähigkeit, mit unserer energetischen Struktur und unserer anatomischen Struktur eine Verbindung darzustellen. Now let's have a look how all this information can be transported around our physical body. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das ausschaut, wie diese ganze Information in unserem Körper sozusagen transferiert werden kann. Okay. So this is another triangle. Also wieder mal ein weiteres Dreieck. So this is the chemical messenger triangle, and these are called either hormones and neurotransmitters. Und das ist jetzt sozusagen dieses chemische Botenstoffdreieck. Und da geht es ja darum, wieder um die Hormone oder Neurotransmitter und diese chemischen Botenstoffe. And these are little chemicals that are secreted in our body. Und das sind einfach jetzt so kleine Chemikalien, die in unserem Körper sozusagen ausgeschüttet werden. And they're like the postal service. Und das ist jetzt sozusagen wie so die Post bei uns. Ja? Okay, so you might say, be on one part, you want to write a letter. I want to write a letter home to Australia.
Und ja, er sitzt jetzt zum Beispiel da und denkt sich, ja, ich würde jetzt gerne einen Brief schreiben, am besten heim nach Australien. So I write a nice postcard Also schreibt er jetzt einfach so eine nette Postkarte with a nice little picture of Niedernsill, mit so einem netten Bild hinten drauf von Niedernsill or from the nice pension I'm staying up over the road. oder von der netten Pension, wo er eben wohnt, da gleich gegenüber auf oben am Berg. And then I can post that in the postbox. Und dann kann er jetzt, nachdem er die Postkarte geschrieben hat, zum nächsten Briefkasten gehen und die da aufgeben. And that goes, you know, to the central Austrian distribution point, and then will get transported in an aeroplane to Australia, where it then be distributed to the direct address that I've sent it to in Australia. Und das erste wird jetzt zu dieser Zentralverteilungsstelle Niedernsill wandern und dann ins Flugzeug und weiter rüber nach Australien, bis es dann irgendwann mal genau an der Adresse, die er eben vorher draufgeschrieben hat, ankommen wird. And hormones and neurotransmitters are the same thing. They're just little messages that are sent from one bit of the body to the other bit. Und Hormone oder Neurotransmitter sind eigentlich nichts anderes wie jetzt die Postkarten, weil die werden einfach in unserem Körper an einer bestimmten Stelle produziert und an eine andere Stelle versendet. And they can travel over long distances. Und die können dann eben über lange Distanzen in unserem Körper reisen. Not quite as long from Europe to Australia. Vielleicht nicht ganz so weit wie von Europa nach Australien, aber immerhin. But I can still send it to, but I can also send one locally just to someone in Niedernsill. Aber er könnte jetzt auch einfach lokal was verschicken, also zum Beispiel zu irgendeinem anderen in Niedernsill, eine Postkarte. And hormones and neurotransmitters the same. The message can go very close or very far away. Und bei Hormonen und Neurotransmittern läuft es ähnlich. Also die Nachricht, die der Körper verschicken kann entweder auf sehr langem Weg sich begehen, dieses Hormon oder Neurotransmitter, oder auf einer sehr kurzen Strecke. So each different hormone and neurotransmitter carries a different message. Und jedes Hormon oder jeder Neurotransmitter beinhaltet dann wieder eine andere Nachricht, eine andere Botschaft. Okay. But for me to receive a message at home, I need to have a letterbox at home, right? Und natürlich, um eine Nachricht zu erhalten, jetzt zum Beispiel bei Ihnen zu Hause, braucht einen Briefkasten. Okay. And all the different parts of the body have letterboxes for different messages. Und so können wir uns das auch in unserem Körper vorstellen. Alle verschiedenen Körperteile, wo die Information ankommen muss, brauchen auch sozusagen Briefkästen, wo dann die Information aktuell auch aufgenommen wird. And these in the body are called receptors. Und in den Körper nennen wir sozusagen unsere Briefkästen Rezeptoren. So let's have a look at the parts of the body that give messages and have receptors. Und lasst uns jetzt einfach mal schauen, welche Teile im Körper jetzt Messages, also Botschaften aussenden und welche empfangen. So we have the nervous system. Also wir haben jetzt das Nervensystem. So it releases what we call neurotransmitters. Und dieses setzt sozusagen Neurotransmitter frei, sogenannte Neurotransmitter. But it also has receptors for the hormones as well. Aber das Nervensystem hat jetzt auch Rezeptoren für die Hormone. So all these parts we're going to look at all can send each other messages and receive each other's messages. Und so passiert es eben, dass all diese verschiedenen Teile Botschaften aussenden können, aber auch empfangen. Okay, so then we have the endocrine system. Dann haben wir das endokrine System. Which is the hormonal system. Und das ist ja jetzt das sogenannte Hormonsystem. It's like a technical way of saying hormone. Das ist einfach nur so ein technischer Begriff, um eigentlich zu sagen Hormonsystem. Right. So they communicate with each other. Und die natürlich stehen in Verbindung miteinander und kommunizieren. And then we have as well the immune system. Auch noch das Immunsystem. And so the immune system has receptors for the hormones and neurotransmitters of the endocrine system and the nervous system. Und das Immunsystem jetzt wiederum weist Rezeptoren auf für die Hormone oder Neurotransmitter von dem endokrinen System oder vom Nervensystem. Okay, and so the immune system also has its own messengers, so all of them can communicate with each other.
Aber auch das Immunsystem hat jetzt seine eigenen Botenstoffe und das führt eben dazu, dass diese Systeme alle untereinander kommunizieren können. And so we can see why adrenaline and cortisol of the endocrine system can have effects all over. Und so sehen wir jetzt eben, wie zum Beispiel Adrenalin oder Noradrenalin Effekte haben kann, zum Beispiel auf das Immunsystem. But let's have a look at what else the nervous system does. Aber jetzt schauen wir uns einfach weiter noch an, wozu das Nervensystem noch fähig ist oder was es noch bewirkt. It affects our emotions. Und es wirkt jetzt auf unsere Emotionen. It actually runs our emotions. Und aktuell kann man sogar sagen, es steuert unsere Emotionen. Say if I was angry, Also wenn er jetzt zum Beispiel ja, ärgerlich ist oder zornig, so if I stood here and said, yeah, I'm really angry at the moment, I'm really, really mad. und er präsentiert es jetzt gerade so, wie er gerade wirklich sehr ärgerlich ist und sagt, ja, ich bin sehr, sehr ärgerlich, ich bin richtig zornig. Okay, so you might think, well, you all laugh, really. I mean, you don't really see me as being angry, do you? Und was wirklich passieren würde, er würde jetzt einfach lachen und nicht wirklich jetzt sehen, dass er wirklich sehr, sehr zornig oder ärgerlich ist. Because the nervous system actually organises the response that makes us angry. Weil eben das Nervensystem unsere Reaktion oder was uns dann den Ausdruck ergibt, der jetzt wirklich ärgerlich zu sein, steuert ist. Also unsere Reaktion wird durch das Nervensystem gesteuert. So, if my muscles start to tense, my breathing changes, my blood pressure goes up, you might get the feeling that I'm starting to look a bit angry. Und wenn jetzt eben anfangen, sich seine Muskeln anzuspannen und der Blutdruck sich erhöht und die Atmung sich verändert und so weiter, dann werdet ihr vielleicht anfangen zu glauben, dass er wirklich ärgerlich ist. Okay, and so this this whole response is run by the nervous system. Und diese ganze Reaktion wird eben durch das Nervensystem gesteuert. Okay. All of our thoughts. All unsere Gedanken. All of our thinking, executive function, it's up here in their nervous system. Also all unsere Gedanken, das Denken, die exekutiven Funktionen, wird alles gesteuert durch das Nervensystem. Okay, and this is, again, can be affected by all of these other things, are all interacting and interfacing through the nervous system. Aber das kann jetzt auch wieder von den anderen Komponenten wieder beeinflusst sein, weil ja das ganze System, die ganzen Systeme miteinander verbunden sind. Our beliefs. Unser Glaubenssystem. Memories. Und ja, Beliefs. And memory. Die Merkfähigkeit, das Gedächtnis. Okay. Our muscles, all of our muscles, skeletal muscles, are operated by the nervous system. Aber auch die ganzen Muskeln, unsere Knochen, die werden alle praktisch über das Nervensystem gesteuert. And this includes when I'm standing and we have like all these postural reflexes going that keep our muscles contracting so we can stand up straight. Und das beinhaltet eben auch zum Beispiel, dass man einfach jetzt gerade stehen kann, also unsere ganzen Reflexe, die da auch aktiv sind, weil wir ja nicht daran denken, jetzt aufrecht stehen zu müssen. Das passiert automatisch durch die Reflexe. Or we can have the, for instance, when I'm walking along, I have all these. When I'm walking, we have all these motor patterns in our nervous system that allow me to walk. Oder auch diese ganzen Automatismen jetzt zum Beispiel beim Gehen, die einfach automatisch erfolgen und wir nicht bei jedem Schritt nachdenken, jetzt muss ich den rechten Fuß wieder nach vorne bringen zum Beispiel. How many people here have ever ridden a bike in their life? Und wie viele Leute jetzt von euch haben jemals schon mal, sind jemals schon Rad gefahren? Oh, come on, you're Austrians, you ride bikes everywhere. Also kommt, ihr seid doch alle schon mal Rad gefahren, oder? Ihr seid doch von Österreich. And but can you remember back when you learned to ride a bike? Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, wie ihr gelernt habt, eben Rad zu fahren? Okay. Who ever fell off when they first started to learn? Wer von euch ist da schon mal mit dem Rad gestürzt, wie er angefangen hat, eben Radfahren zu lernen? Yeah.
But then one day, yeah, some people up there, at least there's some people that admit it. Na, wenigstens gibt es da ein paar Leute, die es zugeben. But what happened when you learned to ride? Once you knew how to ride a bike, you can get on and just ride. Aber wenn ihr das erstmal gelernt habt, wie das Rad jetzt wirklich funktioniert, dann denkt ihr später nicht mehr drüber nach. Ihr steigt einfach auf euer Rad und fahrt los. Right? Oder? And, but did you ever forget how to ride a bike once you learned? Habt ihr das jemals schon vergessen, wie man jetzt genau Rad fährt, nachdem ihr es schon mal gelernt habt? Did you ever think why? Und habt ihr euch jemals schon mal überlegt, warum ihr das noch nie vergessen habt? Because when you think about it, when you're riding a bike, you've got all these, muscles moving. One leg goes up, the other one goes down. You turn, you ding the bell. Wenn ihr jetzt überlegt, das Radfahren ist sehr komplex. Also ihr habt auf der einen Seite die Lenkstange und ihr müsst immer einen Fuß nach oben bringen und nach unten. Ihr müsst die Glocke irgendwann mal bedienen, zwischendurch ins Lenken. You walk along, I was in Salzburg the other day walking along, ding, 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 get out of the way. Well, I'm from Australia, I don't know that means jump. Okay, also er ist in Australien und jetzt neulich wieder in Salzburg einfach mal so entlang spaziert, ist der Salzach entlang, hat er von hinten die Glocken gehört, wo die Radfahrer vorbei wollten und er sich wirklich eigentlich gar nicht ausgekannt, was er jetzt tun muss, weil er von Australien ist und sozusagen das nicht eintrainiert hat, das Klingelingeling heißt, schnell aus dem Weg. Ja? So I figured out that here in Austria you've got the same rule as India on the roads. Und er ist dann draufgekommen, dass da in Österreich dieselben Regeln wie in Indien herrschen auf den Straßen. The bigger you are, the more right of way you have. Je größer du bist, je mehr hast du das Recht auf den Weg oder je mehr Vorrang hast du. So bikes have got the right of way, I've got to jump. So I've got that. Also das war einmal eine Lektion, die ich gelernt habe. Das Rad ist größer als er, also aus dem Weg. But all of this is controlled, all the muscle movements, and even it's like there's a part of our brain is like a hard drive. Und all diese Muskelbewegungen, also ein Teil unseres Gehirns, ist wie so eine Festplatte. And on this hard drive, once we've learned to ride a bicycle, it's like we write that program onto our hard drive in our brain, and every time we go to ride a bike, the brain just runs the bike riding program. Und auf dieser Festplatte werden einfach diese ganzen Bewegungen, die jetzt zum Beispiel notwendig sind, um Rad zu fahren, gespeichert. Und wann immer ihr dann das Programm wieder braucht, könnt ihr es einfach abrufen. And this can be, when our emotion, thoughts, beliefs, memory, and all this is working well, we can ride our bike really nicely. Und wenn eben alles das, die Emotionen, die Gedanken und so weiter, alles sehr gut funktioniert, dann haben wir auch kein Problem beim Radfahren. Dann können wir sehr gut Radfahren. But if you imagine, for instance, you watch, say, professional sportsmen who have learned to do certain things really precisely and really well. Und wenn jetzt aber euch bei Sportlern, die so wirklich das hauptberuflich machen, einmal angesehen habt, die Bewegungen alle ganz präzise ausführen müssen und ganz exakt. So, for instance, like tennis, you watch a professional tennis player, all the movements and the exact precise motion it takes to hit a perfect tennis shot. Wie zum Beispiel bei einem Tennisprofi, der dann ganz genau geplant hat, wie er jetzt den Arm führt und alles eine ganz bestimmte Position hat, zu jedem Zeitpunkt. And so what happens, if you've got disturbances in all of these systems, you can lose form and then you don't hit it so well and you lose the game. Und was ihm passieren kann, ist, wenn jetzt irgendwelche Systeme hier beeinträchtigt sind, dass ihr dann aus der Form gerät und sozusagen nicht mehr die Bewegungen so genau ausführen könnt und dann sozusagen an weiterer Folge das Spiel verliert. So you can see how disruptions, all of this, can really disrupt our life, especially, and this can be in other areas, not just professional sport, but what other areas of our working life. Und ihr könnt dann eben genau sehen, wie einfach die Störungen der verschiedenen Systeme unser ganzes Leben eigentlich aus dem Gleichgewicht bringen kann. Das betrifft jetzt nicht nur den Tennisspieler, nicht nur Muskeln und Skelett oder Knochen, sondern eben viele Bereiche in unserem Leben. Okay, so the next thing is the nervous system then also interfaces with our energetic structures. Und das Nervensystem ist jetzt natürlich auch wieder mit unserer energetischen Struktur verbunden und hat Einfluss darauf. So you can see that
all through our body, we can have like a reflection of problems that are in other parts of our being. Und man kann jetzt einfach sehen, durch das, dass die ganzen Systeme ja zusammenhängen, dass wenn ein System ein Problem hat, dass das dann in weiterer Folge zu einem Problem auch in einem anderen Bereich führen kann. Okay. And so this is where kinesiology comes in. Und das ist dann eben genau der Punkt, wo jetzt dann Kinesiologie eingreift. Because kinesiology works with this phenomenon called muscle testing. Denn die Kinesiologie, die arbeitet ja sozusagen mit dem Phänomen Muskeltesten. Okay, and so through the muscle tests, because a muscle test is a neurological event that we're accessing straight into the nervous system, we can find ways of finding where the problems are in all these other areas. Und wenn wir eben jetzt den Muskel testen, ist es ja eigentlich ein neurologischer Prozess, der da abläuft. Und durch das, dass wir dann eben mit dem neurologischen, also mit dem Nervensystem dann in Verbindung stehen, haben wir ja auch wieder Verbindung zu den ganzen anderen Systemen und können die sozusagen steuern oder eintreten, diese Systeme. So now, what I want to do is take you through a little bit of the history of kinesiology. Und was ich jetzt noch kurz mal anführen will, ist so ein bisschen die Geschichte der Kinesiologie. And then we'll do a demonstration of some kinesiology. Und dann wieder noch eine kurze Demonstration vorzeigen von Kinesiologie, wie die Kinesiologie funktioniert. But you better beware, Aber ihr seid euch jetzt da besser bewusst, because there are kinesiologists everywhere. denn unter euch befinden sich noch andere Kinesiologen. There could be Also some besser among you aufpassen. in the audience. There could be some among you in the audience. Weil da könnte ja einige von uns oder einige Kinesiologen könnten ja sich ja im Auditorium befinden. Just waiting there to test your muscles. Die einfach nur darauf warten, eure Muskeln zu testen. Okay, so muscle testing was developed by these Kendall and Kendall, which were two people. I think they were a married couple, and they worked with medical kinesiology, and they discovered muscle testing. Und der Muskeltest wurde jetzt erfunden oder entdeckt von Kendall und Kendall und die waren verheiratet und sie haben dann diese medizinische Kinesiologie gegründet. And this is a medical kinesiology is like just basically the study of how the body moves. Und diese medizinische Kinesiologie, da geht es hauptsächlich darum, einfach so eine Studie, wie sich der Körper bewegt. Okay. So then came along a chiropractor called George Goodhart. Und dann ist eben ein Chiropraktiker des Weges gekommen, nämlich namens George Goodhart. And he actually discovered the relationship between muscle tests and meridians. Und George Goodhart hat eben herausgefunden, dass es ja eine Beziehung gibt zwischen dem getesteten Muskel und den Meridianen. And this is something he found, he was reading in the medical kinesiology, and because he used to like to read different things, and he discovered this muscle testing and thought he would try it in his practice. Und er hat es einfach beim Lesen zu einer kinesiologischen Zeitschrift entdeckt und hat sich dann eben gedacht, er führt das jetzt in seine Praxis ein, in seine kinesiologische Arbeit, in seine chiropraktische Arbeit. And so with this, and over a period of time, he developed what is now called applied kinesiology, which is an important stream of chiropractic now. Und er hat das jetzt einfach mit eingeführt, dieses Muskeltesten, und das ist jetzt einfach auch innerhalb der Chiropraktiker einfach so ein ganz bekannter Strom, dass sie das damit einbringen, das Muskeltesten. And so he teaches applied kinesiology to other chiropractors. Und er hat dann eben auch angefangen, diese Techniken bei anderen Chiropraktikern zu unterrichten. And this includes John T., the founder of Touch for Health. Und einer dieser Schüler war ja zum Beispiel auch John T.
der Gründer von Touch for Health natürlich war. Okay, and Touch for Health is now taught in over 100 countries and is recognised as the basic course or the entry-level course into the kinesiology that we do today. Und Touch for Health wird jetzt unterrichtet in ungefähr 100 verschiedenen Ländern und stellt eigentlich die Basis für jede Kinesiologie-Ausbildung dar. And he's left a wonderful legacy for us all. Und er hat da eben eine sehr, sehr wundervolle Legende für uns hinterlassen. And 2 years ago he passed on, but still his son now carries the work, and still it's growing and growing, and I don't know how many languages the manuals are in, but it's great. Und John Fee ist eben vor 2 Jahren verstorben, aber sein Sohn hat jetzt auch die Arbeit übernommen und es wird es trotzdem immer noch weitergegeben. And you can even do Touch for Health courses here in your local area. Und ihr könnt sogar Touch for Health Kurse besuchen hier in Niedernsill. And then Sheldon Deal, he was another of these original chiropractors, and they called themselves the Dirty Dozen. Und dieser Sheldon Deal war ein weiterer Chiropraktiker und die haben sich jetzt einfach genannt, so das schmutzige, harte Dozen. Dirty dozen. Well, it's a saying in English, there's a dirty dozen's 12, you know. Yeah. So, but anyway, probably doesn't translate, but anyway. And so Sheldon Deal is from Tucson in Arizona in the United Und States. Sheldon Deal ist ja jetzt von Amerika, von Tucson, in den Vereinigten Staaten. And one day, a certain man, almost on the brink of death, walks into his clinic. Und eines Tages ist jetzt ein Mann eben in seine Klinik gekommen, also in seine Praxis von Sheldon Deal. And his name is Richard Utt. Und sein Name eben, der Mann, der da reingewandert ist in seine Praxis, hat eben Richard Utt geheißen. And he learns kinesiology from Sheldon just by every time he had a session with him. He would spend 5 minutes asking questions and the rest of the time getting his balance. Und es hat ihm dann so funktioniert, dass Richard Utt ihm aufgetaucht ist für eine Balance und dann immer 5 Minuten nur Fragen gestellt hat, wie, was jetzt genau funktioniert, und dann der Rest war dann die Balance. And he develops a really important part of kinesiology today that's called applied physiology. Und Richard Utt hat dann eben diese Applied Physiology entwickelt, das einen sehr, sehr wichtigen Teil der Kinesiologie heute darstellt. And this applied physiology became the basis of a whole area of kinesiology. Und diese Applied Physiology ist dann eben zu der Basis geworden von der ganzen Kinesiologie oder von einem großen Kinesiologiezweig. And because one day a certain person, an American living in Australia, goes and stays with Richard. Eines Tages ist dann wieder eine ganz wichtige Person bei Richard Utt aufgetaucht und hat eben mit ihm auch studiert und gelernt. And that is Dr. Charles Krebs. Und diese wichtige Person war eben dieser Dr. Charles Krebs. And he learns applied physiology from Richard and develops the LEAP program. Und Dr. Charles Krebs eben hat Applied Physiology wieder von Richard Utt gelernt und hat dann selber das LEAP-Programm entwickelt. Okay, and so Charles then gets another student, and Ian Stubbings, who learns applied physiology and LEAP from Charles, and he develops the SIPS program. Und wiederum hat Charles dann wieder einen ganz wichtigen Schüler gehabt, und der Name war Ian Stubbings. Und der hat dann die Applied Physiology im BIS von Dr. Charles Krebs gelernt und hat dann selber wieder ein ganz wichtiges System entwickelt, das man SIPS nennt. And then Charles got 2 students, me and another person called... and a colleague called Kerry McFarlane, who she's in Australia. We learned AP and LEAP from Charles, and we developed neuroenergetic kinesiology, which is what I am doing here in Niedernsill at the moment, teaching. Und so geht es dann weiter. Dr. Charles Krebs hat wieder 2 Studenten gehabt in seinem Programm, und es waren eben Hugo Tobar und Kerry McFarlane.
wieder Applied Physiology und Lit von Dr. Charles Krebs gelernt und haben dann selber die neuroenergetische Kinesiologie entwickelt. And so this is basically a history. I mean, there are other areas of kinesiology. I mean, this is not the only kinesiology, but this is, I wanted to show you how what I am doing here was developed. Und es gibt natürlich jetzt auch andere Kinesiologie-Zweige, das ist sozusagen ein Zweig der Kinesiologie, aber er wollte jetzt einfach mal einen Überblick bringen, was er jetzt auch hier in Niedernsill macht und wie sich das alles so entwickelt hat. Okay, so now it's time to do a demonstration. Jetzt ist eben Zeit für eine Demonstration. Okay, so who would like to come up here and help me demonstrate kinesiology? Und wer jetzt von euch möchte gerne herauskommen und ihm helfen, eine Demonstration über Kinesiologie zu zeigen? Okay, what I might do is, since we've got the table here, do you mind getting up on the table? Willst du das ausmachen, wenn du dich jetzt technisch so You can take it if you want to. auf die Massage No, you don't. gibst? It's just my head there. Yes, I'm on your back, please. So you speak English, obviously? A little bit. Also Good. sie spricht offensichtlich Englisch. So have you ever had any kinesiology before? Hat irgendwer schon mal Kinesiologie an dir ausgeübt? And as a client? Yes, I want to comment. Okay. Oh, we have a kinesiologist. I told you they're amongst us. Ich habe ja gesagt, unter uns gibt es Kinesiologen. Okay, so have you had many sessions? Twice. Twice. And before that, no kinesiology? No. Okay. So Sie she hat said, zwei Kinesiologie-Sitzungen schon hinter sich gebracht. okay, so I'm just going to bring her arm up here straight. I want you to hold it up straight for me. And I'm just going to push down. I just want you to resist it gently. Also er bringt jetzt einfach ihren Arm ungefähr auf diese Höhe und er sucht sie, den Arm einfach in dieser Position zu halten und er drückt leicht dagegen. And when we do that, I'm testing a muscle here. It's called, we have here a muscle called the deltoid. And this is the anterior part of it I'm testing. And when I push down it on, just resist that. When I push like that and she resists a bit, she should offer some resistance and I can't push down anymore. Und was jetzt hier passiert, wir haben jetzt hier den Muskel, den nennen wir Deltoideus und das ist sozusagen der anteriore Teil des Deltoideus. Und was passiert ist, sie soll den Arm einfach halten und er übt Gegendruck aus und It should resist and it should also test sie strong. sollte den Muskel halten können, also sie sollte den Arm in dieser Position halten können. Okay, so now what I'm going to do, as I get you to just resist, I'm just going to pinch in on the muscle and she can't resist anymore. Und was jetzt passiert, sie sollte eben den Muskel halten können, er drückt dagegen leicht und sie kann den Muskel halten und sobald er dann in den Muskel leicht reinzwickt, gibt der Muskel nach und sie kann den Muskel auf einmal nicht mehr halten. And that's what it should do, because when I pinch in it, I'm telling the muscle cells, it sends a neurological signal that tells the muscle, oh, that's too heavy, turn off, so let's go. Und das ist auch die richtige Reaktion, der Muskel sollte so reagieren. Denn wenn er jetzt dann den Muskel reinzwickt, passiert wieder Folgendes, es gibt wieder einen Impuls ans Nervensystem, das dann uns sagt, pass auf, der Druck ist jetzt zu stark durch das Zwicken und der Muskel schaltet sich ab aus Sicherheit. Okay? And so that shows me that the muscle is sending correct neurological signals. When I do that and it goes down, that's the correct neurological signal. Und wenn der Muskel sich eben abschalten lässt durch das kurze Reinzwicken in den Muskel, heißt es, ja, der Muskel funktioniert und er sendet korrekte neurologische Impulse an unser Gehirn. Okay? But if I have stress in my system, Aber wenn jetzt eben Stress in dem System wäre, I might send that neurological signal. dann könnte ich zum Beispiel hier reinzwicken und versuchen, dieses neurologische Signal auf den Weg zu schicken. And it doesn't hear it, the muscle doesn't go down. Aber der Muskel würde trotzdem nicht nachgehen. Der Muskel würde einfach nicht hinhören. Er würde nicht nachgehen. Or I might go to test the muscle and there's no way she can hold the muscle. Oder ich würde einfach den Muskel
testen und wenn dann Stress wäre, dann wäre sie einfach gar nicht mehr fähig, den Muskel halten zu können. Der würde einfach nachgeben. Okay, so I'll come back and I'll test it. I tell it to turn off. Er testet jetzt nochmal, er sagt dem Muskel, er And soll then sich I abschalten. flick it the other way and I've just told it to turn on again. This is a neurological event. It's not mystery, it's neurology. Und was er hier eben demonstriert, ist jetzt kein mysterisches Event, Ereignis, sondern handelt sich hier um neurologische Impulse. Durch das Reinzwicken geht ein neurologischer Impuls ans Gehirn, das ist zu stark, schalte bitte ab. Und in die Gegenrichtung, wenn er den Muskel ausstreicht, so kann er den wieder anschalten. Dem Muskel wieder das Signal geben, das Gewicht ist jetzt vorbei und er kann sich wieder anschalten. Okay, so have you got something, just some minor little stress that happened in the last couple of days? Hast du vielleicht irgendwie so kleine Stressevents, die so in den letzten paar Tagen irgendwie passiert sind? Kannst du an irgendwas denken, was You don't have to Stress tell us. verursacht hat? Alright. And that's what's really good about kinesiology. I can work with it, and she doesn't even have to tell me what it is. Und das ist auch das Gute an der Kinesiologie. Er kann jetzt mit dem Stress arbeiten, den sie da jetzt hat in den letzten paar Tagen, was auch immer es ist, sie muss es uns nicht sagen. Okay, so, now, so you're thinking of this stressful thing? Denkst du jetzt an dein Stressevent in den letzten Tagen? She can't hold it, see? Okay, sie denkt jetzt dran, aber sie kann den Muskel nicht mehr halten. And so the muscle, so I can see straight away, oh, you've got stress in your system. Also kann man jetzt eigentlich gerade sehen, direkt sehen, aha, es befindet sich Stress in deinem System. So I'm just going to find a quick way to correct it, and it's the heart meridian. Und er findet jetzt einfach einen kurzen Weg und schnellen Weg, um das jetzt wieder zu korrigieren. Und er hat jetzt da gerade ein paar Punkte ausgetestet und ist so draufgekommen, dass es sich um den Herzmeridian handelt. And the heart meridian runs here from the little finger down the inside of the arm, on this side of it, right down here just to under the arm. So I'm just going to massage her heart meridians on both sides with my fingers gently. Und der Herzmeridian verläuft ja vom kleinen Finger bis unter den Arm. Und er wird jetzt einfach entlang den Herzmeridian massieren oder nachfahren, um den Stress eben aufzulösen. Now, as she thinks of the stressful thing, the muscle doesn't go down. Und jetzt, wenn sie an dieses gleiche Ereignis denkt, an das sie vorher gedacht hat, bleibt der Muskel stark und gibt nicht mehr nach, zeigt keinen Stress mehr an. Now, I did some quick testing that you didn't see for me to find out how I'm going to correct it. And that's what we're not here, I'm not here to show you that, but the thing is that I used the muscle test to see that she had stress on the system and that the stress was in her energy system, in her heart meridian, and once I, did some massage on her heart meridian, it cleared the stress out of her system related to that issue. Und ich bin jetzt eigentlich nicht da, um euch zu zeigen, wie jetzt genau die verschiedensten Prozedere funktionieren, um jetzt an Stress zu arbeiten, sondern ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie der Muskel eben funktioniert und wie man auch mit einfacher Technik, wie zum Beispiel einfach nur dem Herzmeridian nachfahren, der ja wieder verbunden ist mit unserer energetischen Struktur, den Stress auflösen kann. Okay, so, okay, that was, I just wanted to pick something small, or not small, just say some minor stressy thing that happened in the past couple of days. I don't want to pick a huge, big topic because that becomes more involved in how we're going to work with that within the kinesiology. Und er wollte sich jetzt ja bei dir jetzt auch nur ein kleines Thema rauspicken und jetzt nicht da so ein großes Megathema, weil das würde jetzt dann einfach zu viele Systeme oder zu viele Methoden brauchen, das auch aufzulösen. Und er wollte es einfach jetzt nur kurz vorzeigen. And of course, the people here doing the health kinesiology, Gesundheitskinesiologie, have been training for 2 years, and the training that Astrid's organising, the training for 2 years and then possibly beyond that to learn all the different methods to balance all the other types of problems that people can have. Und dazu braucht es einfach jetzt für tiefere Probleme auch eine entsprechende Ausbildung. Und deswegen gibt es jetzt zum Beispiel auch hier in der Region ein 2-Jahres-Programm, wo wirklich Leute über 2 Jahre kontinuierlich trainiert werden, eben mit diesen Stressmengen auch umzugehen und
erst nach diesen 2 Jahren man wirklich dann befähigt ist, mit tiefem Stress richtig umzugehen. Okay, so so it's bye-bye from me and Fluffy. And thank you to So does anyone have any questions at all? Gibt es jetzt noch Fragen aus dem Okay, so there's a number of kinesiologists. I mean, there are training opportunities. Astra's organised this talk with a view to that, but there are also people here that are training in kinesiology as well. If you're interested in receiving kinesiology treatments, you can support your local kinesiologist. So thank you for coming. bedankt sich jetzt auch nochmal bei den Kinesiologen, bei den paar Kinesiologen, die jetzt unter uns sind, und sagt einfach noch, ja, es gibt jetzt einige Kinesiologen unter uns, mit denen man sich jetzt auch später noch unterhalten kann, beziehungsweise die Kinesiologie auch hier in der Region anbieten, und natürlich auch an Astrid, die das Training hier organisiert hat und so weiter. Okay, so thanks Astrid. Thank you for Alexandra for her excellent translation.